Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute reparieren wir diese Lampe. Oh, geht wieder. Okay, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Video. Spaß beiseite. Der Defekt, Freunde, ist nicht elektronisch, sondern mechanisch. Und zwar hier unten. Hier sitzt normalerweise diese zweite Feder. Ihr seht schon das Problem, dieses kleine Plastikteil ist abgebrochen. Ich kann das hier nicht mehr einhängen. Klar, ich könnte es jetzt einfach hier rüber hängen. Und wenn man jetzt die Lampe bewegen würde, passiert nämlich genau das. Man sieht es hier schön auf der anderen Seite. Da ist halt so eine kleine Kerbe, dass die Feder da schön eingehakt werden kann. Mit nur einer Feder hat die Lampe auch folgendes Problem. Sie legt sich schlafen. Das Teil scheint ja einfach so aufgesteckt zu sein, genau. Ich schnapp mir nochmal das andere Teil. Das können wir zum Messen nehmen. So, und hier sieht man es nochmal, so sollte das Teil aussehen. Ist aber abgebrochen. Und weil sich halt eben um so kleines Rundmaterial handelt, dachte ich mir, wir beschäftigen uns heute mal mit der Drehbank. Ich gehe davon aus, dass viele von euch wissen, was eine Drehbank ist. Für die Leute, die es nicht wissen, erkläre ich es mal ganz schnell. Hier unten befindet sich ein Motor, der über dieses Riemengetriebe hier diese Spindel antreibt. An dieser Spindel ist ein 3-Backenfutter installiert. Kann man hier festspannen. Zack. Und ihr seht schon, es geht bei der ganzen Sache darum, vorwiegend Rundmaterialien bearbeiten zu können. Gegenüber vom Spindelstock ist der Reitstock. Der dient zum Beispiel dafür, dass ich längeres Material stabilisieren kann oder zum Beispiel Lochungen vornehmen möchte. Kann man das hier austauschen und dann kann ich halt hier super mittig Bohrungen setzen. Mit diesem ganzen Schlittensystem kann ich dann meinen Meißel, das ist der kleine Freund hier, zu meinem Werkstück bringen. Man kann auch Drehstahl, Drehwerkzeug, Drehmeißel sagen, es gibt viele Begriffe. Diese ganzen Schlitten kann man extrem fein verfahren und dadurch hat man die Möglichkeit, ganz präzise Material abzutragen. Natürlich immer mit Schutzbrille arbeiten, Freunde. Und auch lange Ärmel hochziehen bei drehenden Geräten. Hier noch ein schönes Beispiel, ein ganz grob abgesägtes Stück Aluminium kann man dann zu so einem Teil drehen und hat man einfach viele Möglichkeiten. Über ein Jahr habe ich nach dieser Drehbank gesucht und bevor wir starten, die Lampe zu reparieren, möchte ich die Drehbank ein bisschen upgraden. Ein wichtiges Teil ist dieser Werkzeughalter. Den kann man in verschiedene Richtungen drehen und verschiedene Werkzeuge einspannen. Es gibt verschiedene Meißel mit verschiedenen Stärken und die müssen so eingestellt werden, dass die Schneide die gleiche Höhe hat wie der Mittelpunkt quasi von unserer Maschine. Nagelt mich bitte nicht auf die ganzen Begriffe fest, ich bin ja kein gelernter Zerspannungsmechaniker. Aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Das Problem an dem Werkzeughalter, wenn ich jetzt ein anderes Werkzeug einspannen möchte, ja, nehme ich das hier raus, jetzt packe ich ein anderes Werkzeug rein und ihr seht schon, die Höhe passt nicht mehr. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwas hier drunter legen, das nervt natürlich. Aus dem Grund hat mir Paulimod was zugeschickt. Und zwar das Teil hier, es nennt sich Multifix, ist ein Schnellwechselsystem, ihr seht gleich, wie es funktioniert. Dazu gab es noch ein paar Meißel, mega gut. Links zu den ganzen Sachen gibt es in der Videobeschreibung. Okay, let's go. Der neue Werkzeughalter muss hier dran. Okay, die Schraube ist zu kurz. Bevor ich dieses Multifix-System zugeschickt bekommen habe, habe ich mit dem Service mit Paulimod gesprochen, weil diese Systeme gibt es in verschiedenen Größen und man muss gucken, welches braucht man für seine Drehbank. Dazu habe ich diverse Maße denen durchgegeben und die haben mir dann gesagt, ich brauche genau dieses System. AB nennt sich diese Bezeichnung. Und die haben mir auch gesagt, dass ich eine Hülse drehen muss, damit genau das hier nicht passiert. Das hat jetzt noch Spiel. Das heißt, ich kann endlich was drehen. Jetzt let's go! Oh! Freunde, richtiger Mist. Diesen ganzen Schlitten hier kann man eigentlich feststellen mit dieser Schraube. Jetzt ist hier unten gerade so ein Teil rausgebrochen und
Ich kann es nicht mehr feststellen. Mega nervig. Ich habe hier jetzt erstmal eine Zwinge dran gemacht, dass ich nicht zu weit hier reinfahren kann, aber ey. Kleines Mistding, das muss auch repariert werden, aber nicht jetzt. Wir drehen jetzt erstmal das Adapterstück. Problem, Freunde. Mein Bohrfutter geht nur bis 8,5 mm. Ich brauche aber ein 10er Loch. Ich mache es jetzt mit der Standbohrmaschine. So, das ist die Rückseite. 9,8. 9,85. 9,77. Ja, ey Leute, ist doch super. Leute, auf 18 müssen wir. Hammer. Von der Zeichnung zur Wirklichkeit. Leute, ich bin richtig stolz auf mein kleines Aluteil. Jetzt gucken wir, ob es passt. Wow. Alter. Im Optimalfall wird man die Hülse wahrscheinlich aus Stahl machen, nicht aus Alu. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Es ist ja ein Abstandshalter und wenn man das Ding festzieht, dann geht die Kraft von oben nach unten. Hammermäßig. Jetzt richten wir das Multifix noch schön aus. Bevor wir das Teil ausrichten, kontrollieren wir nochmal diesen Schlitten, ob der gut ausgerichtet ist. Dürfte sich jetzt nicht zu viel bewegen. Ja, sieht gut aus. Leichte Abweichung, das ist okay. Jetzt nehmen wir uns so einen Halter hier, stecken den drauf, ziehen den fest. Jetzt bewegt sich das halt noch alles. Auch wenn wir festgezogen haben, weil diese Schraube arretiert das ganze System. Das ist das, wo wir jetzt rangehen. Jetzt holen wir die Messuhr hier hoch in die Innenseite von der Halterung und können jetzt anfangen, das zu justieren. Das ist übrigens keine Empfehlung, das hier mit dem Hammer zu machen. Die Schläge können sich auf die Mechanik von der Messe übertragen. Aber ihr wisst, ich liebe das Risiko. So, schön festgezogen, fertig. Es wird übrigens empfohlen, diesen Halter mit 2 Bolzen zu verstiften. Das werde ich aber erst dann tun, wenn ich die ganze Maschine nochmal justiert habe. Unabhängig davon, dass ich jetzt meinen Drehmeißel auf die Mitte von meiner Spindel bringen kann, kann ich noch was anderes Cooles machen. Dieses Werkzeug ist jetzt 90 Grad zum Werkstück ausgerichtet. Ich kann aber auch sagen, ich möchte ein anderes Werkzeug nehmen und das muss allerdings 90 Grad versetzt eingesetzt werden. Hier oben ist eine Teilung und kann jetzt in einer anderen Achse 90 Grad zum Beispiel mit so einem Innenmeißel hier arbeiten. Es ist mega praktisch. So Freunde, ich bin richtig happy, dass wir das Ding eingerichtet haben. Dauert immer so ein bisschen mit der Messuhr und so, aber es lohnt sich. Jetzt können wir damit arbeiten. Das Video hat ja hiermit angefangen, beziehungsweise mit diesem kleinen kaputten Plastikteil hier. So, und jetzt freue ich mich sehr, dieses Multifix mal richtig auszuprobieren. Wir bauen dieses kleine Teil nach aus Aluminium. Ich habe irgendwie nur das. Meint ihr das zu groß? Geil! Guck mal, das ist doch gut. So, ich habe eine kleine Skizze gemacht. Dieses Reststück Aluminium ist ein bisschen zu klein hier. Die Alternative wäre aber das hier, das einzige andere Rundmaterial in Alu, was ich da habe. Also, wir nehmen das.
Freunde, wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da und einen Kommentar. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne mal bei Patreon vorbeigucken. Danke! Das Teil ist abgebrochen. Vielleicht zu heiß geworden oder so. Vielleicht habe ich das Werkzeug auch nicht richtig eingestellt. Egal, wir probieren es weiter. So, ich habe das jetzt mal weiter im Futter eingespannt und das Werkzeug nachgestellt. Jetzt müsste es, glaube ich, funktionieren. Yes, viel besser. So soll es aussehen. Jetzt die Bohrung. Erstmal mit dem Zentrierbohrer. Jetzt 4,5er Bohrer. Leute, das wird knapp. So, ihr Lieben, vom Plan zur Realität. Weil ich cool bin, habe ich natürlich 2 gemacht. Für die Symmetrie und so. Dann gucken wir mal, ob wir die drauf bekommen. Boah, geil. Oh. Freunde, ich bin komplett sprachlos. Ich überlege, ob ich die anderen 6 auch noch mache hier. Hammer. Guck mal, das sind die Original. Und das sind meine. Alter. Funktionstest. Ah. Hammer. Au! Boah. Mich hat als Kind mal eine Ente gebissen. Genau so ein Schmerz war das gerade. Reparatur erfolgreich. Die sitzen hier straff dran, rutschen nicht ab. Boah, ich find's so geil, ey. Leute, ich liebe es einfach, Sachen zu reparieren. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viel weggeworfen wird. Wenn ihr Bock habt auf so einen Content, wo ich Sachen repariere, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ich keine Drehbank gehabt hätte, hätte ich das natürlich auch irgendwie repariert. Dann eine Schraube genommen oder irgendwas. Aber ich freue mich, dass ich die Drehbank jetzt mal ein bisschen einsetzen konnte. Und es ist doch krass, dass so ein kleines Kunststoffteil dafür sorgen kann, dass so eine große Lampe irgendwie nicht mehr funktioniert. Umso besser, dass wir das in den Griff bekommen haben, Leute. Ich kann immer noch nicht glauben, wie schön das ist. Und wie schön das auch ist, dass ihr mal meine Videos guckt. Das freut mich wirklich sehr. Das nächste Video wird übrigens auch ein Drehbankvideo, aber was komplett anderes. Seid gespannt. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Woo! Stopp, Freunde, ganz kurz noch. Ich möchte in Zukunft am Ende von jedem Video 3 Fragen beantworten. Wenn du also eine Frage hast, starte deinen Kommentar einfach mit Hashtag Q&A und dann mit ein bisschen Glück beantworte ich im nächsten Video deine Frage. Tschüss, macht's gut, bis bald.